Schlechter Tag, die Kinder sind krank, die Kollegen nerven und dir platzt gleich der Kragen? Ich bin Jonas. Ich bin Priscilla und herzlich willkommen bei Bucher Media. Heute sprechen wir über den emotionalen Rucksack am Arbeitsplatz. Aber wieso? Arbeit und Emotionen gehören doch getrennt. Ja, wenn das so einfach wäre. Wir verbringen die meiste Zeit auf der Arbeit. Da dürften wir doch wenigstens dort uns selber sein. Inspiriert durch das Buch von Vivian Dittmar, Der emotionale Rucksack, möchten wir auch in den oberflächlich schimmernden Medienbereich ein wenig Tiefgang reingeben. Vivian Dittmar, eine deutsche Autorin und fantastische Philosophin, nimmt uns anhand ihrer Bücher mit auf das Erforschen unserer Gefühle. Sie umgeben uns alltäglich, zu Hause, auf der Arbeit oder in der Freizeit. Gefühle sind Kräfte, die uns zur Verfügung stehen, um damit, was uns umgibt, in Beziehung zu treten. Diese Kräfte haben 5 Qualitäten. Und zwar sind es folgende. Es ist Wut, Trauer, Angst, Scham und Freude. Wir erzeugen diese Kräfte, indem wir eine Interpretation fällen über das, was ist. Gefühle sind also soziale Kräfte. Aber warum klingt das so wunderbar, wenn wir doch eigentlich meistens Probleme haben mit Gefühlen, vor allem gerade, wenn es auf der Arbeit geschieht? Der schlechte Ruf kommt daher, dass wir meistens nur den Schattenausdruck eines Gefühles kennen oder die Emotion eines Gefühles. Lass uns das genauer anschauen. Vivian Dittmar hat nämlich eine tolle Veranschaulichung entworfen, damit man das besser sehen kann. Was ist ein Schattenausdruck eines Gefühls und was ist die Kraft eines Gefühls? Wenn wir diese Qualitäten kennen, dann werden wir bessere Chefs, bessere Mitarbeiter, bessere Arbeitspartner, bessere Ehepartner. Hast du da Bock drauf? Dann lass uns die Theorie gleich anschauen und später gehen wir zusammen in die Praxis. Also lass uns nochmal die 5 Grundgefühle anschauen. Sie alle haben wichtige Funktionen in unserem Leben, weil sie uns helfen, mit ihrer Einzigartigkeit in Beziehung zu treten. Und zwar ist es auch immer so, dass wir persönlich interpretieren. Und diese Interpretation werde ich euch jetzt auch vorlesen. Also wir haben die Wut. Die Interpretation von Wut ist, das ist falsch. Die Kraft von Wut ist Klarheit. Die Aufgabe von Wut ist Handlung. Der Schatten der Wut ist Zerstörung. Ganz praktisch brauchen wir Wut, wenn wir handeln wollen. Die Kraft von der Wut ist die Aussage, ja, ich will leben. Ja, ich entscheide und ich finde ein Ja oder ein Nein. Ich kann Grenzen setzen und ich finde heraus, was ich möchte. Die Wut in ihrer Kraft ist klar. Und ich sehe dann auch klar und kann klare Entscheidungen treffen und mich für meine Ziele einsetzen. Und die Aufgabe der Wut ist die Handlung. Ich werde aktiv. Aktiv zu sein, Projekte umzusetzen, ist eine Wut im positiven Sinne. Sie gibt uns die Energie, Deadlines einzuhalten. Der Schatten der Wut ist in unserer Gesellschaft viel bekannter und sie macht uns auch Angst. Es ist die Zerstörung. Anstatt auf eine konstruktive Art aktiv zu werden für das, was uns auf dem Herzen liegt, werden wir verurteilend, greifen an, schimpfen und fühlen uns dabei im Recht. Das Problem ist, dass wir, damit wir unser Ziel erreichen, etwas kaputt machen und schlussendlich nichts entsteht, was lebensbejahend oder bereichernd ist. Nun die Trauer. Die Interpretation von Trauer ist, das ist schade. Die Kraft von Trauer ist Liebe. Die Aufgabe der Trauer ist Annahme. Der Schatten der Trauer ist Passivität. Ganz praktisch brauchen wir die Trauer, um mit dem in Beziehung zu treten, was ist, aber wo wir wünschen würden, dass es eigentlich anders wäre. Wir brauchen die Trauer, wenn wir nichts verändern können. Sie hilft uns, in ehrlichen Frieden zu kommen, anstatt verbittert zu werden. Durch die Trauer fühlen wir, was uns am Herzen liegt. Daher ist die Kraft der Trauer die Liebe. Durch die Trauer verdränge ich nichts, sondern komme in die Annahme. Daher ist diese Kraft heilsam und reinigend. Sie schafft es, etwas, was nicht unseren Vorstellungen entspricht, in Frieden anzunehmen und abzuschließen. Der Schatten der Trauer ist Passivität oder Lethargie. Ich bemitleide mich selbst dafür, für diesen Zustand, dass ich nicht bekomme, was ich eigentlich möchte und weigere mich, diesen Zustand zu akzeptieren. Diese Passivität ist schwer, sie ist schmollend, jammernd und lässt mich abwesend sein. Dann kommen wir zum Gefühl der Angst. Die Interpretation von Angst ist, das ist furchtbar. Die Kraft von Angst ist die Schöpfung. Die Aufgabe der Angst ist die Kreativität.
Der Schatten der Angst ist die Lähmung. Ganz praktisch ist die Angst sehr physisch zu spüren. Sie macht uns bereit, etwas völlig Neues aus dem Moment heraus zu erschaffen. Deshalb ist sie schöpferisch. Die Kraft der Angst ist die Kreativität. Wir befinden uns durch die Angst so im Moment, dass wir es schaffen, neue Ideen zu schöpfen. Manchmal durch geduldiges Tüfteln und manchmal küsst uns die Muse einfach so. Also die Aufgabe der Angst ist die Schöpfung. Ohne sie würde niemals etwas Neues in die Welt kommen. Sie ist so wichtig für den kreativen Schaffensprozess. Daher ist es so wichtig, die Routine zu verlassen und neue Wege zu gehen. Ja, und der Schatten der Angst ist die Lähmung, wenn ich nicht mehr weiter weiß oder wenn ich mich weigere, dem Ungewissen zu begegnen. Dann erstarre ich und weiß nicht mehr ein noch aus. Manchmal erstarren wir sogar aus der Angst vor der Angst und fangen gar nicht erst an, irgendwas umzusetzen. Daher ist es so wichtig, die Kraft der Angst zu kennen, nämlich die der Schöpfung. Wenn wir uns auf die lähmende Angst konzentrieren, dann rennen wir entweder weg oder wir versuchen uns irgendwie abzulenken. Und daraus entstehen dann einfach keine geilen Projekte. Die nächste Emotion, die kennen wir alle und wir lieben sie alle, es ist die Emotion der Freude. Die Interpretation von Freude ist, das ist richtig. Die Kraft von der Freude ist Anziehung. Die Aufgabe von Freude ist Wertschätzung. Der Schatten der Freude ist Illusion. Die Freude ist das beliebteste Gefühl, weil wir sie als sehr positiv wahrnehmen. Obwohl wir gerade gesehen haben, dass Angst, Wut und Trauer auch enorm positive Eigenschaften in sich tragen. Die Freude zieht uns magisch an. Und wir können sie magisch anziehen, indem wir dankbar sind. Auch für die kleinsten Dinge im Leben, wie das Wetter, das Essen, die Bürokollegen oder ein guter Witz. Übrigens macht uns das Ausleben der Freude auch sehr anziehend und attraktiv für andere Menschen. Aber Freude braucht auch die Bereitschaft für die Verletzlichkeit. Denn die Freude kann natürlich auch immer abrupt enden. Und dann ist die Annahme der Trauer an der Reihe. Ohne Trauer gibt es keine Freude und ohne Freude gibt es keine Trauer. Und hier sind wir beim Schatten der Freude, nämlich der Illusion. Wenn wir die Freude künstlich aufrechterhalten wollen, dann erschaffen wir eine Illusion. Diese Illusion kann als Schutzmechanismus dienen vor allzu heftigen Emotionen oder vor Beziehungssituationen, die man in diesem Moment einfach gar nicht handeln kann. Oder dass man den Job schönredet, der einen in Wahrheit gar nicht glücklich macht. Man aber Angst hat vor der Ungewissheit, keinen Job zu haben. Die Schattenfreude kann mich davon ein Leben lang abhalten, das Leben zu führen, das ich eigentlich möchte. Dann kommen wir zur letzten Emotion, die der Scham. Die Interpretation von Scham ist: Bin ich falsch? Die Kraft von Scham ist Demut. Die Aufgabe von Scham ist Selbstreflexion. Der Schatten von Scham ist die Selbstzerfleischung. In der Praxis spielt die Scham eine übergeordnete, spezielle Rolle. Denn durch sie sind wir in der Lage, alle Gefühle auf uns selber zu beziehen. Ich kann mich mit einem klaren Wutimpuls zu einer Änderung auffordern. Ich kann Anteile in mir mit Trauer annehmen. Ich kann meinen Eigenschaften mit Angst begegnen, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Und ich kann mich natürlich selbst wertschätzen und mich selbst lieben mit der Freude. Besonders mit den Fragen: Wer bin ich? Bin ich richtig? Wie möchte ich sein? Nehmen wir uns selbst wahr. Die Kraft der Scham ist die Demut. Die Demut vor dem Leben, um mich da reinzugeben. Die Aufgabe ist Reflexion, also genau das Gegenteil von Beschämung. Ich kann nämlich selber entscheiden, wer ich sein möchte und einen aufrichtigen Prozess der Veränderung durch Lernen durchschreiten. Ich kann mich von äußeren Maßstäben lösen und mich an meinem Gewissen im positiven Sinne orientieren. Den Schatten der Scham kennen wir alle sehr gut. Es ist die der Selbstzerfleischung. Dieser Schatten entsteht aus vielen Momenten der Beschämung, wo wir nicht unterstützt wurden, wo uns gesagt wurde, wie es richtig zu sein hat und dass wir falsch sind. Kein gutes Haar an sich zu lassen, bringt uns zu einem Menschen, der versucht, es allen recht zu machen. Dazu zu gehören und allen zu beweisen, wie toll wir sind. Und wenn uns das nicht gelingt, trauen wir uns fast nicht, uns im Spiegel selber anzuschauen. Die Kraft der Scham macht uns durch die Selbstreflexion zu ehrlichen und kreativen Menschen, die in Berührung gehen können, weil sie bereit sind, sich zu verändern. Wir durften lernen, dass es sich lohnt, in das Fühlen der Emotionen hineinzugehen.
Ja, es kostet mich zwar Zeit, aber es ist eben wichtig. Es ist so wichtig zu lernen, an uns selber zu arbeiten, bevor wir weiter unser ungeschultes Ich auf Kollegen, Mitarbeiter oder Kunden loslassen. Die Wahrheit ist, dass es auf lange Sicht deinem Erfolg dienen wird, wenn du dir Zeit für deine Gefühle nimmst. Denn deine Wut kann dich weiterbringen, deine Trauer kann dir die Möglichkeit geben, dich und andere Menschen aufrichtig anzunehmen. Die Angst kann deine Kreativität beflügeln, deine Freude kann für tolle Momente sorgen und deine Scham kann dich zu dem Menschen machen, der du sein möchtest. Es gibt einen 6-Schritte-Plan, der uns mega gut hilft, mit Gefühlen umzugehen. Es passiert etwas, zum Beispiel kommt eine lange Mail von einem Kunden mit ganz vielen Punkten, mit Feedback, was angepasst werden muss. Schritt 1 ist innehalten. Schritt 2 ist nachfühlen. Schritt 3 ist würdige, wie sehr du es dir eigentlich gewünscht hättest, dass keine Anpassungen gemacht werden müssten. Schritt 4, das ist schade. Jetzt entsteht so eine sinkende Empfindung im Körper, die du nachfühlen kannst. Schritt 5, loslassen und Frieden darüber empfinden, was passiert ist. Schritt 6, die Erfahrung ist nun beendet und du kannst dich an die Arbeit machen. Wir hoffen, dass euch diese spezielle Folge inspiriert hat, mehr nachzufühlen und dran zu bleiben, deinen Gefühlen liebevoll zu begegnen und ihnen Raum zu schaffen, bevor sie eben zu Schattengefühlen oder zerstörerischen Emotionen werden. Wir haben uns überlegt, was wir euch da für ein Beispiel aus unserem Portfolio zeigen können. Vielleicht ist ja was Passendes dabei, müssen wir uns noch Gedanken darüber machen. Irgendwas sehr Emotionales. Seid gespannt. Ein Herzschlag nur für mich und die bei mir sind. Wie ein Presslufthammer. Augen auf, Schau dir das an. Ja, pass auf. Jetzt pass auf. Voll der Wahnsinn. Wer dafür keine Tränen hat, wird morgen blind. Wenn ihr das nicht liebt, was dann? Ich liebe dich! Jeder Liebe, das so viele. Wow. Ganz egal, wie viel davon die Zeit sich nimmt. Wer jetzt blinzelt, war nicht Und das Lächeln nicht vergessen. da. Ich will niemals fragen, wo Wird langsam Zeit für das nächste Level. Die Wette gilt. was das war, war ich da sein, wenn die Zeit gefällt. Ja, Mann. Ich freue mich für Sie. Wie geht's, Pongo? Wir wecken Deutschland. Willkommen in der Arena der Argumente. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Nein. Pures Adrenalin. Voller Power. Hallo, Annette. Machen wir weiter, sehr gut. Wirklich sehr gut. Richtig gut. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich drauf. Freue mich auch. Ja, ich freue mich auch. Wenn es passiert, Wir sehen uns. Wir sehen uns. Das freut mich. Freut euch drauf. Wir würden uns freuen, wenn ihr in die Kommentare Situationen reinschreiben würdet, wo euch die Gefühlskraft wirklich weitergebracht hat. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, schenkt uns einen Thumbs up, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Und ja, dann seid fleißig und bleibt nett zueinander.